Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video. Weiter geht es auf unserer Reise durch Andalusien. Diesmal übernachten wir unter anderem auf dem kostenlosen Stellplatz einer Bodega, reisen durch die Alpujarras am Südhang der Sierra Nevada, besuchen das Dorf der Schlümpfe und stellen euch den recht neuen Stellplatz Viña Castilla vor. Viel Spaß bei diesem Video! Hier auf dieser Übersichtskarte seht ihr, in welcher Region Spaniens wir uns gerade befinden. Wir haben einige der Orte markiert, die wir euch in diesem Video zeigen. Vom Cabo de Gata Nationalpark führt uns unsere Reise weiter in Richtung Süden. Wir benötigen noch etwas vom Mediamarkt und machen daher einen kurzen Halt in Almería im Centro Comercial Torre Cardenas, wo man auch problemlos mit dem Wohnmobil parken kann. Hier gibt es unter anderem einen Baumarkt, eine Tierklinik und einen Fachhandel für Heimtierbedarf. Es gibt einen speziellen Bereich mit Hundeklo und das Einkaufszentrum wirbt damit, besonders tierfreundlich zu sein. Wir übernachten kostenfrei auf dem Parkplatz der Bodega Fuente Victoria. Der Shop führt Wein, Olivenöl und andere regionale Produkte, öffnet aber leider erst am späten Vormittag. Der Platz liegt etwas oberhalb der Landstraße A348, die tagsüber mäßig stark befahren ist. In der Nacht ist es mit geschlossenem Fenster recht ruhig. Der Internetempfang über unseren mobilen Router ist ausgezeichnet. Erst später entdecken wir bei der Recherche auf der Webseite, dass es Toiletten und Wasser gibt und auch die Möglichkeit, das Grauwasser abzulassen. Das Tor wird laut Webseite um 19:30 Uhr am Abend geschlossen und am Morgen um 9:30 Uhr wieder geöffnet. In der Ferne sehen wir die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada. Wir fahren weiter in Richtung Sierra Nevada zu den Alpujarras. Die Alpujarras sind eine Gebirgsregion südlich des Sierra Nevada bis hin in die Provinz Almería. Wir erreichen das Dorf Cardia. Dort passieren wir einen kleinen öffentlichen Stellplatz, der sich direkt rechts neben der Straße befindet. Es gibt dort auch eine kostenlose Fähr- und Entsorgungsstation. Wir machen Mittagspause im Restaurant Frasco Ramon und essen eine sehr leckere Schweinshaxe. Gut gestärkt geht es weiter zu einem Aussichtspunkt am Eingang des Nationalparks Sierra Nevada. Trevelez ist mit 1475 Metern einer der höchstgelegensten Orte Spaniens und Hauptanziehungspunkt der Alpujarras. Er ist sehr bekannt für seinen luftgetrockneten Schinken, den man in zahlreichen Läden im Ort kaufen kann. Trotz des späten Nachmittags ist hier viel los. Die drei sehr nahe beieinander gelegenen Ortschaften Capilera, Bubión und Pampanera befinden sich unterhalb des Mulhacén, dem mit 3480 Metern höchsten Berg des spanischen Festlands. Es gibt vielfältige Möglichkeiten zum Wandern, Bergsteigen und Mountainbike-Fahren. Weiter in Richtung Westen erreichen wir den Aussichtspunkt Mirador del Padre Eterno.
Wir verlassen die Alpujarras und fahren nach Süden in Richtung Küste. Über die sehr enge und kurvenreiche Straße A4131 erreichen wir das Bergdorf Rubite, wo wir auf einem Platz außerhalb des Dorfes übernachten. Am nächsten Morgen haben wir eine Abfahrt mit spektakulärer Aussicht auf die Küste. An der Küste schauen wir auf den hübschen Ort Cala Honda, der noch im Winterschlaf liegt. Außer ein paar Wohnmobilisten sind keine Touristen vor Ort. Wir müssen noch tanken und einkaufen und fahren dafür zurück nach Castelldefero über die N340. Von dort geht es danach 5 Kilometer weiter landeinwärts zum Stellplatz Vinya Castilla, den wir euch jetzt vorstellen möchten. Er wurde 2022 neu eröffnet und liegt etwas abgeschieden auf der westlichen Seite eines ausgetrockneten Flussbetts. Für die Anfahrt nutzt man aber besser die Straße östlich des Flussbetts, weil man auf der Westseite ein längeres Stück enge Schotterstraße fahren muss. Hier biegen wir links ab und fahren über die Rote Brücke. Weiter geht es auf der Straße immer geradeaus und wir sehen links den Stellplatz etwas oberhalb, an dem wir ein kleines Stück vorbeifahren. Dann biegen wir scharf links in den Weg zum Flussbett ab. Dabei holen wir hier möglichst weit aus, um in einen Zug um die Kurve zu kommen. Wir überqueren das Flussbett und gelangen dann über ein kurzes Stück Schotterstraße zur Einfahrt auf den Stellplatz. Die erste Einfahrt links führt uns direkt auf den Stellplatz. In dem kleinen Häuschen befinden sich die Anmeldeformulare, die man ausgefüllt oben beim Restaurant abgibt. Die Formulare liegen in unterschiedlichen Sprachen aus. Die 60 Parzellen sind alle etwas unterschiedlich groß. Die Übernachtung kostet 10 Euro, Strom kostet 4 Euro extra. Eine Ladung Wäsche kann man für 4 Euro waschen. Für den gesamten Stellplatz gibt es nur eine Dusche und eine Toilette, die sich beide hinter dieser Tür befinden. Mülleimer befinden sich hier links vor der Ausfahrt. Direkt oberhalb des Stellplatzes befindet sich das zugehörige Restaurant, das Dienstag bis Sonntag geöffnet hat und einfache Gerichte serviert. Die Ver- und Entsorgung liegt in einer Ecke des Platzes und ist großzügig ausgelegt. Das Frischwasser ist nicht als Trinkwasser deklariert und kommt nur aus einem Schlauch mit ungewöhnlichem großem Durchmesser. Es besteht auch keine Möglichkeit, einen der gängigen Gardena-Adapter anzuschließen. Der Internetempfang über unseren Mobilfunkrouter ist sehr gut. Nach 2 Tagen fahren wir weiter die Küste entlang nach Almuñécar.
Der Ort gefällt uns gut und wir wollen uns den neuen Platz Area Campa la Herradura ansehen, den es seit August 2022 gibt und der nur 2 Blocks vom Strand entfernt ist. Wie wir hier sehen, liegt der Platz am Ende einer schmalen Straße, die auch gerade von einem Taxi blockiert wird. Der Stellplatz verfügt über 40 Parzellen, eine Dusche und eine Toilette. Bereits der kurze Blick zeigt, dass die Mobile sehr eng beieinander stehen. Uns gefällt die Lage, umgeben von mehrstöckigen Wohnhäusern nicht, so dass wir direkt weiterfahren. In der Folge fahren wir an verschiedenen Stellplätzen vorbei, die direkt an der Küstenstraße liegen, jedoch alle restlos belegt sind. Wir entscheiden uns schließlich weiter ins Landesinnere zu fahren und landen auf dem kostenlosen Stellplatz in Alfanate. Der Platz liegt hinter der örtlichen Sporthalle und oberhalb des Freibads, etwas erhöht im Schatten unter Bäumen. Strom ist kostenlos vorhanden. Es gibt jedoch keine Fähr- und Entsorgung. Von der Zufahrt zum Platz hat man einen schönen Blick auf die Umgebung. Geschätzt passen hier ca. 8 bis 10 Wohnmobile auf den Platz und man parkt direkt auf dem naturbelassenen Grundstück. Die Umgebung bietet viel Natur und viele Wandermöglichkeiten. Im Ort befindet sich ein kleiner Supermarkt, ein Bäcker und eine Bar. Die An- und Abfahrt führt durch den sehr hübschen Ort mit seinen sehr schmalen Straßen und engen Kurven. Aufgrund der Anfahrt ist der Platz für lange oder besonders breite Wohnmobile nicht geeignet. Es geht für uns 12 Kilometer weiter zum Naturdenkmal Fuente de los Cien Caños. Kurz vor unserem Ziel entdecken wir plötzlich eine große Gruppe Steinböcke direkt neben der Straße. Neben dem offiziellen Parkplatz des Brunnens der 100 Pfeifen befindet sich ein großes Picknickareal. Da die Straße direkt beim Brunnen bei unserer Anfahrt von anderen Besuchern zugeparkt ist, müssen wir am Straßenrand stehen bleiben. Der riesige Brunnen leitet das Wasser aus dem San Jorge-Gebirge über mehrere Ebenen weiter in den Fluss Guadalhorce. Aufgrund der extremen Trockenheit in Spanien fließt deutlich weniger Wasser als sonst zu dieser Jahreszeit. Gibt es das wirklich? Ein blaues Dorf in Andalusien? Ja, denn vor einigen Jahren wurde das Dorf Huesca zu Werbezwecken des Kinofilms Die Schlümpfe in 3D komplett in Blau gestrichen. Daraufhin entwickelt es sich zu einem Tourismusmagnet. Das Dorf erreicht man über die recht enge MA 7303. Mit dem Wohnmobil sollte man die Anfahrt über die Ostseite des Dorfes nehmen, da man hier entweder direkt vor dem Ort parken kann oder man fährt bei der Touristinfo links runter und folgt den Wegweisern zum Parkplatz. Man sieht hier schon die Autos im Hintergrund stehen. Im Dorf selbst ist es an vielen Stellen zu eng für ein Wohnmobil. Ursprünglich war geplant, dass das Dorf nach einigen Monaten wieder in ein weißes Dorf zurückverwandelt wird. Jedoch entschieden sich die Bewohner dagegen, da sie weiter das Schlumpfdorf sein wollten.
Auf der Weiterfahrt sehen wir an der A397 in Richtung Marbella eine Gruppe Geier majestätisch ihre Kreise am Himmel ziehen. Als nächstes übernachten wir auf dem Campingplatz La Bougainvillea, der ca. 10 Kilometer von Marbellas Altstadt entfernt liegt. Eine direkte Anfahrt ist nur aus östlicher Richtung kommend über die vierspurige N340 möglich. Der Campingplatz liegt zwar direkt an der vierspurigen N340, aber für einen kurzen Zwischenstopp auf der Durchreise oder für einen Besuch von Marbella mit dem Bus oder einem Uber ist der Platz sehr gut geeignet. Man passiert ein kleines Waldstück rechter Hand und direkt dahinter führt eine sehr kurze Abfahrt auf die kleine Straße, auf der man zur Einfahrt des Campingplatzes fährt. Wir parken hier rechts und gehen für den Check-in zur Rezeption, die sich gleich hier rechts die Treppe hoch befindet. Nach dem Check-in können wir uns eine Parzelle aussuchen. Der Campingplatz verfügt über einen Swimmingpool und ein Restaurant. Die Fähr- und Entsorgung befindet sich hier rechts hinter dem Waschhaus. Die Straßen sind alles Einbahnstraßen und zum Teil etwas enger. Insbesondere beim Abbiegen auf die Straße nach unten muss man etwas aufpassen, da man sich an den kleinen Mauern oder durch das Gefälle leicht das Wohnmobil beschädigen kann, wie wir leider in einigen Fällen miterleben müssen. Die Parzellen liegen terrassenförmig am Hang. Je nach Windrichtung und Platzwahl hört man die Straße unterschiedlich laut. Der Internetempfang über unseren Mobilfunkrouter ist sehr gut. In unserem nächsten Video führt uns unsere Reise durch Andalusien weiter auf einen neuen Stellplatz in Chipiona. Wir wandern auf den Spuren von Christoph Kolumbus und stellen euch den Campingplatz Doñana Playa vor. Damit ihr dies und mehr nicht verpasst, abonniert doch hier gleich einfach unseren Kanal. Wir freuen uns bereits jetzt auf eure Kommentare unter diesem Video. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zusehen.